Ja, hi Leute, wir sind weiter unterwegs in Schweden und weiter auf der Suche nach diesen ominösen Skans, also diesen Bunkern hier in Schweden für die Verteidigung Richtung Norwegen gegen die womöglichen Angriffe damals von der deutschen Wehrmacht. Und ja, da sind wir jetzt hier an einem neuen Platz, an einer neuen neues Stellungssystem angekommen. Und ja, hier sind gleich schon richtig coole Sachen. Man hat jetzt hier mal einen komplett anderen Ausblick. Hinter uns, wo Melanie steht, ist hier schon wahrscheinlich wieder so eine Art Garage für Kanone, was wir letztens rausgefunden haben. Ja, dass man die hier womöglich parken konnte. Hier drin, ja, weil da sieht man ja nichts weiter nach draußen hin. Und dann konnte man die hier wahrscheinlich vorfahren oder vorschieben, je nachdem wie das hier gemacht wurde. Und hatte hier den Blick hier runter auf die Straße, die hier an dem See vorbeigeht, und konnte praktisch das ganze Gebiet halt abdecken. Ist schon mal richtig spannend, weil das haben wir jetzt in der Form auch noch nicht gehabt. Weil wie gesagt, dieses Gans, das ist immer unterschiedlich. Wirklich interessant, wie diese Sachen halt aufgebaut sind zu den, sage ich mal, bekannteren Verteidigungslinien, die man halt so kennt aus Mitteleuropa. Ja, richtig krass. Oh, gehen wir hier mal eben rein. Hier ist der Boden auch schon irgendwie hochgekommen. Hier habt ihr wieder diese kleinen Türen. Oh, die sind auch schon richtig zu. Die kriege ich gar nicht gedrückt. Die sind fest. Na, hier hat man noch ein paar Einzelteile von den Scharnieren und so weiter. Schön fein säuberlich hier gelagert. Hier ist halt wahrscheinlich wieder so eine Art Notausgang. Dass ihr das sehen könnt. Und hier haben sich wahrscheinlich dann noch die Mannschaft aufgehalten. Aha. Hier sieht man das jetzt mal ganz gut. Das. Sehr kleine Menschen müssen das gewesen sein. Ja, das sage ich mir auch immer, ne? Diese Menschen damals, also die müssen ja im Durchschnitt deutlich kleiner gewesen sein immer. Das sieht irgendwie aus wie neu. Das ist neu, das ist aber wahrscheinlich früher halt genauso gewesen. Ne? Man hat das jetzt halt hier irgendwie mal ein bisschen symbolisch. Nee. Ich weiß nicht, hält das denn jetzt? Ich weiß nicht, ist das denn jetzt richtig festgemacht? So, wir versuchen das einmal hier so ein bisschen zu symbolisieren. Also so komme ich gar nicht rein. Ich muss praktisch hier in die Koje. So ruhig links. Ja. Mit 1,93. Na gut, okay, das geht doch. Das sieht irgendwie kleiner aus, aber selten schläft man komplett ausgestreckt. Ne? Also das würde gehen. Die Breite ist zwar jetzt auch nicht wirklich gegeben, aber ja, zur Not geht das alles irgendwie dann doch. Ne? Ja, so war das dann praktisch hier der Aufenthaltsraum von der Geschützbedienung, von der Geschützmannschaft. Hier gab es wohl auch noch mal irgendwie so ein kleines Schützenloch. Da sieht man noch die Originalbalken ringsrum. Hier ist so ein paar Bretter so draufgelegt. Da waren hier wahrscheinlich noch ein paar Soldaten drin, die zusätzlich noch zu der Geschützmannschaft hier Stellung gehalten haben. Ja, hier ist jetzt irgendwie was komplett zubetoniert. Wir wissen jetzt nicht, ob es hier ursprünglicher Natur ist oder... Weil da unten ist eher ein Plastikloch, dass das hier zugemacht wurde. Das hier ging jetzt in den Felsen rein. Wir können jetzt nochmal irgendwie da hinten hochgehen. Und dann geht es, glaube ich, noch in diese Richtung irgendwie weiter. Ja, so wie es aussieht, kommt man jetzt hier noch weiter oben zu einer Art Aussichtsposten. Der hier mit Naturstein
abgemauert ist. Der Baum hängt auch schon auf 6:30. Ja, da war das hier nochmal so ein spezieller Aussichtspunkt. Man kann ja ganz gut diese kleine Halbinsel erkennen oder sogar Insel da. Und hier unten hat man einen Blick halt direkt auf die Straße. Und vermutlich war die Bäume hier auch alle ein bisschen abgeholzt gewesen, dass man hier noch weiter blicken kann. Hier haben wir auch wieder so ein typisches Beispiel, wie eingegraben das Ganze hier schon ist. Man sieht jetzt hier nur noch ein Stück Beton und hier unten ein kleines Loch, wo man schon mal gegraben hat. Alles überhäuft. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier von der Seite, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Wir sind hier praktisch auf dem Bunker. Ja, komplett zu. Das ist hier extrem, dass diese Sachen alle schon so weit unter der Erde liegen oder zugeschoben wurden. Man sieht jetzt halt nur noch immer wieder ein paar Reste. Krass. Ja, also wir haben hier wieder das Phänomen, dass halt viel zugeschüttet wurde. Wahrscheinlich aus Kostengründen günstiger als diese Anlagen komplett abzureißen, weil auch aufgrund der Lage, dass hier mal eben teils aus dem Berg irgendwo rauszuholen, hat man einfach da nur Erde drauf gekippt. Aber mal gucken, ob man jetzt noch ein paar begehbare Anlagen findet oder wo man einfach mehr sehen kann. Das wäre halt noch interessant für uns. Ja, hier haben wir jetzt auch mal wieder was. Hier sieht man noch einen Eisenpin. Und hier schien es auch wieder mit Naturstein so aufgemauert. Und hier hat man jetzt einfach nur den ganzen Stacheldraht versenkt, draufgehauen. Das wird sich natürlich hier unten auch überall langgezogen haben, der Stacheldraht zur Verteidigung. Die normalen Infanterieabwehr Sachen, die man dann so aufbaut. Ist alles jetzt hier drin entsorgt. Das findet man auch sehr oft, dass das halt dann irgendwo in den Büschen einfach liegt. Ja, teilweise halt schwer vorzustellen, wie es halt mal so ausgesehen hat, ne? Also eine Mischung aus Natursteinstellungen, wahrscheinlich auch mit Holz, dass sich das schön hier in die Landschaft einfügt. Und dann halt die betonierten Anlagen, ne? Die dann wahrscheinlich eher die Geschütze und so weiter noch zusätzlich schützen sollten und die Bedienung. Und das wären jetzt hier normale Erdkampfstände gewesen sein, vielleicht noch mit einem MG. Ansonsten nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Aber wir gucken mal, was wir noch so finden können jetzt. Ja, haben wir hier den nächsten Bunker. Und ja, das kennen wir auch schon so. Das wird wieder Mannschaftsbunker gewesen sein. Das ist wieder dieser spitz zulaufende Eingang, schräg so nach unten. Und da habt ihr dann die Tür, wo man halt wieder rechts seine Klamotten ablegen konnte, die Ausrüstung. Und in diesem Bereich hier ist dann der Mannschaftsbunker an sich. Und hier oben ist nämlich zum Beispiel noch ein bisschen freigegraben der Notausstieg. Sieht man hier noch die Betonwände. Ja, haben sie dann jetzt gar nicht weiter aufgemacht. Na, wer sieht den Bunker? Ja, auch hier gleiches Bild. Ihr habt jetzt hier noch den Rahmen, auch wieder Mannschaftsbunker, komplett zu. Es ist fast gar nicht mehr zu erkennen, wenn man jetzt hier nicht noch den kleinen Rahmen sieht. Komplett zu. Da ist nichts mehr groß zu sehen. Aber naja, so ist das halt, ne, mit der Vergangenheit.
es wird halt immer mehr zugeschüttet oder halt komplett abgebrochen und hat halt für keinen mehr Nutzen und so gerät es halt immer mehr in Vergessenheit. Ne? Das Einzige, was man halt immer nur machen kann, sind halt noch ein paar Aufnahmen, Fotos, Videos. Mehr wird letztendlich dann nicht mehr davon übrig bleiben. Und wieder ein Mannschaftsbunker, der nicht mehr zugänglich ist. Ja, was auf jeden Fall interessant ist, man hat jetzt hier praktisch die Hauptkampflinie, sage ich jetzt mal, und die ganzen Mannschaftsbunker, die sind halt im rückwärtigen Bereich. Macht ja Sinn. Wo praktisch dann immer nur die Soldaten hin und her gewechselt sind, die dann vorne an der Linie halt Dienst schieben mussten. Wenn jetzt halt keine Kampfhandlungen stattfinden, aber hier, wie gesagt, gab es sowieso keine. Das war ja dann nur für den eventuellen Einsatz gedacht. Wie gesagt, wenn Deutschland von Norwegen aus gegen Schweden vorrückt, wäre das eine der Stellungen gewesen, die da Widerstand leisten sollten. Ja, schau mal hier mal. Hier scheint noch irgendwie was zu sein in dem Berg rein. Frage ist, ob offen. Nee, leider nicht. Schade, das ist wirklich schade, weil dann hätte man mal hier in den Berg reingehen können. Weil das man sieht es ja, das ist ja nachträglich gemacht worden. Hier ging es schön in den Berg rein. Das ist noch der Originalbeton. Und das ist das, was sie zugemacht haben. Hier hat auch mal einer versucht reinzubohren. Hat dann aber schnell wieder aufgegeben. Schade, weil das wäre interessant, wenn ihr hier seht, das Massiv. Das mal zu sehen, wie es jetzt hier drin gewesen wäre. Schade, schade. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber können wir halt nicht ändern, ne? Weil hier drin war ja praktisch, sage ich jetzt mal, oder vermute ich mal, dass es so ein bisschen ja das Kommando von dem Ganzen hier war, dass sich da wahrscheinlich Offiziere irgendwie aufgehalten haben, die diese Stellung hier leiten sollten. Dass das so ein bisschen der Mittelpunkt der Anlage letztendlich gewesen ist. Das ist eine Vermutung. Wir wissen es nicht. So wie es aussieht, haben wir hier jetzt noch was Offenes gefunden. Ja, hier haben wir jetzt wieder diese typische Garage. Diese Garage für die Pack. Ich kann auch nicht sagen, was das jetzt genau für eine Pack gewesen ist, welches Modell die Schweden jetzt hier verwendet hatten. Ich kenne mich jetzt mit den schwedischen Militärgerät nicht ganz so gut aus, wie jetzt mit dem deutschen beispielsweise. Entweder gab es bei denen eigene Sachen oder die haben von anderen Armeen übernommen. Vielleicht russischer Bauart oder halt noch ganz altes Zeug aus dem Ersten Weltkrieg, kann durchaus auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, wird es eine kleine gewesen sein, eine kleine Pack, sage ich mal, maximal so zwischen 30 und 40 mm Pack wurde hier rausgefahren. So, dann gab es jetzt hier Bereitstellungen, einmal hier unten, höchstwahrscheinlich, weil man das hier ganz gut erkennen kann. Hier ist nämlich so ein Aushub, ne, da, dass die hier standen, die Bäume müsst ihr euch alle wegdenken. Und dann gab es aber auch noch mal da, dass man die praktisch hier in zwei Richtungen schieben konnte. Da habt ihr nämlich jetzt auch noch mal so einen großen Aushub. Sieht man ganz gut, weil man jetzt von oben drauf gucken kann. Na, dieser kleine Wall. Und konnte die hier praktisch noch reinfahren. Ja, und dann konnte die hier praktisch den ganzen Bereich abdecken. Und weil es ja hier nur diese Garage ist, gab es dann nämlich hier wieder so einen Mannschaftsbunker, wo sich dann die Bedienung, die Geschützbedienung aufgehalten hat.
Okay, hier sieht es mal ein bisschen anders aus vom Inventar. Zumindest das haben wir noch nicht gesehen. Da waren hier die Gewehre drin. Oben noch ein paar Haken, das kennen wir schon. Und das kennen wir auch. Das ist für Koppel und so weiter. Restliche Ausrüstung. Und dann haben hier die Betten drin. Und darüber dann wieder der Notausstieg, falls das hier versperrt sein sollte. Ja. Okay, das war jetzt mal gut nachvollziehbar. Ja, wir werden jetzt noch mal runter kurz gehen zu dem Hauptquartier, nenne ich es jetzt mal, von dem Herzstück dieser Stellung. Ja, ist halt wirklich schade, dass man da nicht reingehen kann, weil ich vermute, dass das da drin eigentlich wahrscheinlich auch ganz gut ausbetoniert gewesen sein muss. Und naja, eigentlich ist da jetzt nicht viel Gefahr, sage ich jetzt mal, dass es jetzt nötig gewesen wäre, das zuzuspachteln. Aber ich habe da unten gesehen, da gab es sogar einen kleinen Plan, Lageplan von diesem Objekt, weil es wurde auch hier mal, obwohl das alles jetzt mittlerweile richtig wild ist, aber es war vielleicht auch mal eine Zeit lang so wie so eine Art, ja, Freilichtmuseum. Aber es wird hier eigentlich so gut wie gar nicht mehr bewirtschaftet. Die Wege kann man kaum noch erkennen und geschweige denn die Bunker irgendwo. Das ist sowieso schwierig. Aber wir gucken da jetzt eben gleich nochmal drauf. So, mein Schwedisch ist jetzt fast gar nicht vorhanden. Hier ist praktisch jetzt nochmal das Objekt gekennzeichnet. Und ja, wahrscheinlich hier erstmal logischerweise der Aufbau. Hier ging man scheinbar irgendwie in den Berg rein, über eine Treppe vermutlich heißt das. Das wird Notausgang heißen. Hier, das ist jetzt betoniert, genau hierüber kommt man rein. Das ist leider das dahin, das zubetonierte, wo wir davor standen. Kommt hier eine Kanonengarage, also die hat man hier auch irgendwie rausgefahren. Fappenstell sagt mir jetzt nichts, müsste man dann sich übersetzen. Ging hier irgendwie rein und hier war praktisch nochmal ein ganz großer Raum, wo ich leider auch jetzt gerade gar nichts übersetzen kann. Und hier steht irgendwas mit Telefonverbindungen und also vermute ich mal so ein Leitstand halt irgendwie. Aber müsst ihr euch jetzt einfach mal übersetzen oder ich blende das dann gleich in dem Video nochmal ein, was jetzt hier genau stande. So war die Anlage halt hier aufgebaut und das kann man jetzt leider halt nicht mehr sehen, weil wie gesagt, einmal hier und von der anderen Seite war ja der Notausgang, was wir gerade noch gesehen haben, wo das Bohrloch war, da hätte man halt reingekonnt. Ja, das war es im Prinzip jetzt mit dieser kleinen Anlage, diesen sogenannten Scan, der jetzt diesen Bereich hier sichern sollte. Und wie gesagt, davon gibt es vermutlich Hunderte an der Grenze zu Norwegen. Und ja, ein kleiner Einblick. Wir werden jetzt erstmal noch eine ganze Weile fahren, weil das war jetzt vom Aufbau her immer so ein bisschen das Gleiche. Ob wir jetzt noch mal ein paar andere Objekte sehen. Und wenn es der Fall sein sollte, werden wir da auch noch mal ein Video machen. Also, bis dahin viel Spaß mit unseren restlichen Videos auf dem Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!